Hallo meine Freunde und willkommen zurück in der weiteren Folge Genshin Impact. In der letzten Folge waren wir hier mit Qingce und haben erfahren, dass die Ware gestohlen wurde. Also die Raketen oder was auch immer was da gestohlen wurde, keine Ahnung was. Wir müssen aber auf jeden Fall zum Qingce Dorf. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich das sage, ob ich den Namen richtig sage oder falsch. Ich habe keinen Schimmer, ich weiß es nicht. Passiert, aber ja, das mit Schau war in der letzten Folge, das mit Schau war natürlich klar, Leute. Er ist nicht so einer Typ, der Gefühle zeigt. Das merkt man. Total. Oh, how could a whole batch of fireworks just vanish like that? Hello, Granny Roshin. We'd like to know more about the recent fireworks theft. Oh, Lady Qingce, I can hardly believe you came personally to investigate. It's no trouble at all. Please, tell us what happened. Well, when they brought the fireworks, the children in the village were very excited. They were all gathered round, watching the area for a long time. The workers piled up the fireworks and said they would go confirm the locations to set them off. That's when they left the village. Oh, now let me remember. Ah, yes. I recall that they left the fireworks in an open area just next to a house down the old road. But the very next day, all the fireworks were nowhere to be seen. The person in charge of the fireworks was so anxious that they went straight back to the city to find a solution. Oh, the villagers here are worried too. The fireworks missing can only mean that there are thieves about. There are elderly and kids in the village, you know. Although the Milliliths are stationed here, no one dares to go out anymore. I understand. Please help reassure the people in the village and tell them everything's going to be fine with the Millilith standing guard. Traveler, let's go investigate the place where the fireworks were stolen. Okay. Scheinbar haben wir hier noch ein bisschen was zu erledigen. Scheinbar hat jemand echtes gestohlen. Ich frage mich aber, wer das gestohlen hat. Vor allem Feuerwerkskörper. Warum? Warum Feuerwerkskörper? Naja, vielleicht wollen sie das als Waffe oder Ablenkungsmittel benutzen. Das ist auch das Interessante. Oh. Bin gespannt. This is the place. The fireworks were stolen here. The thieves must think there are mostly elderly and children living in Qingce village, all too weak to defend themselves. Otherwise, they would never dare commit such a blatant crime. This is absolutely awful. We cannot let such a matter go unpunished. Let's see if we can find any clues here before we plan our next step. Okay, dann machen wir das mal. Leute, warten mal ganz kurz. Ich will wissen, was dieses Ausrufezeichen da ist eigentlich, ey. Für was? Zum Teufel ist dieses Ausrufezeichen? Für das da oder was? Ach so. Deswegen. Jetzt ist es weg. Ah, weil Ganjun bei uns neu war, Leute. Lol. Ich habe das die ganze Zeit nicht angeklickt, Alter. Obwohl ich sie schon gestern habe. Der Flug. Okay, das wusste ich nicht. Mein Fehler. Okay, da ist schon mal eins. Are these footprints? Let's see where they lead. The footprints continue here. Let's keep following them. Okay. Jetzt ist interessant. Da sind... Achso, das ist die Kleine. Ich wollte gerade sagen, hä? Was ist das? The footprints continue here. Let's keep following them. Wir folgen denen ja schon. Ich bin mal gespannt, was die jetzt da gleich denken, Leute. No fucking way. Da ist eine Truhe? Und wie aktiviere ich die? Da ist einfach eine scheiß Truhe. Da Fug. What shall we do?
Okay, Leute, müssen wir hinkriegen jetzt. Oh ne. Ich hoffe, das klappt. Solidify. Hat funktioniert. Alter Schwede, da ist einfach eine Truhe gewesen. Time to begin work? An answer from this world? Jetzt weiß ich aber auch, warum ich die Truhe nicht angefasst habe, meine Freunde. Jetzt weiß ich auch, warum. Der Grund ist ganz einfach. Ich hatte da an dem Zeitpunkt noch nicht Zhongli oder sowas ähnliches, um das zu aktivieren. Deswegen gibt es so einiges Sinn. Sir, please. This is all just a big misunderstanding. A misunderstanding, you say? If so, then tell me, why are you hiding here? Please, good sir. This really is just a misunderstanding. I would never dream of getting anywhere near the Feiyun Commerce Guild shipment. Something's happening over there. Let's go have a look. Oh, the Feiyun Commerce Guild? It must be. Please, save your breath. Restrain this fellow. Tightly now, we mustn't let him get away. Yes, young master. I was sure it was an evil spirit. Turns out it's the treasure hoarders again. Qingce and Changyun! Hello! Well, hello, dear traveler. Our fates cross once again. What brings you here? Excuse me. Please, tell me what is happening here. Ah, yes. Allow me to explain. It so happens that every year during the Lantern Rite, the Feiyun Commerce Guild transports supplies to various villages outside of Liyue Harbor. Family rules stipulate that the supplies must be personally escorted by a family member. Because my older brother went last year, the duties have fallen to me this time around. Oh, so what's Changyun doing here? Changyun happened to be visiting, so I cordially invited him to join us for the journey. Oh, I see. But why did Changyun say he thought there was an evil spirit? I see that you are not familiar with the story of old. It is said that fireworks were once called firecrackers, and were used to ward off evil spirits and the like. In ancient times, Liyue was plagued by evil spirits. As people gathered together to celebrate the annual festival, the yang energy would intensify, and evil spirits were thus attracted to the fringes of the city by the strong scent. Liyue Harbor was under the gracious protection of Rex Lapis, so the spirits dared not enter the city. However, they still lingered near the city gates and pestered the passers-by. In order to drive the spirits away, people made firecrackers and lit them near the city gates. The flashes of light and loud noise successfully drove the spirits whence they came. This festival is now known as the Lantern Rite. It was my intention to travel around to see if there are any malicious spirits lying in wait for passers-by. Since I happened to have a shipment of goods to deliver, and our course was through the mountains, I naturally thought it best to have my thaumaturge friend traveling alongside me. Qingce said he learned the story about evil spirits from an ancient text. The text vividly describes the appearance and even the whereabouts of the spirits. Anyway, when we arrived at the area, Changyun sensed an ambush about to take place. Upon searching the area, we found a group of treasure hoarders. They tried to flee the moment we were upon them. Fortunately, I was swift enough to catch one of them. Your timing couldn't have been more fortunate. We were just preparing to send them to the Ministry of Civil Affairs. He insists the matter is merely a misunderstanding, but things seem quite clear as I see it. Good sir, just hear me out. Everyone knows the Feiyun Commerce Guild. Had we known it was your merchant caravan, we never would have dared to attack. The master of the Feiyun Commerce Guild is famous for his generosity and noble deeds, a true hero of the people. So, you see, this is nothing but a big misunderstanding. We didn't want any trouble with the guild. What you mean to say is that you were targeting someone else then? Well, who was it? Well, just trust me. We were definitely not trying to steal your goods. Please believe me. Master Qingce, I would like to borrow a few of your staff to escort the thief to the Ministry of Civil Affairs. As for the bounty, we will pay you afterward. It is my humble duty to uphold justice. No remuneration shall be necessary. Come then, see that this thief is taken to the Ministry of Civil Affairs. Yes, young master, leave it to us.
You heard him. Take this man over there and make sure he's secured. Tie each of his fingers separately if you have to. He's not gonna pull anything under our watch. Wait a second. Please also deliver this message to the Ministry of Civil Affairs. It's very likely that this thief is related to the recent fireworks theft in Qingce village. Make sure they have someone question him thoroughly. So the plot thickens. Is your task clear? We mustn't disappoint the Yuang. Yes, young master, I understand. We'll be on our way. I've Eieiei. heard many good things about you, Master Qingce. Thank you for your assistance. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. Everyone, my intuition tells me that there could be more than one group of treasure hoarders in this area. More than one group? Oh, you've got quite a keen eye too, Chongyun. During our search, I found scattered sets of footprints differing from those on the road. There may still be other treasure hoarders waiting to ambush passers-by. When I was chasing the treasure hoarders earlier, I noticed that they were nearly unarmed and very few in numbers. If they truly intended to ambush the Feiyun Commerce Guild, they must have overestimated themselves. If you ask me, they didn't seem to be staging an ambush, but rather it appeared as if they were waiting for someone. It appears they may be the thief's accomplices. They were probably hiding here to wait for the stolen goods. What exactly are the stolen goods, if I may ask? Taking advantage of the elderly and children. What a loathsome group of criminals. Lady Kuching, don't fret about manpower. Chongyun, let's go lend them a hand in Qingce village, shall we? Yeah, just leave it to us. We can handle a bunch of thieves. Thank you. That will help alleviate the crisis in Qingce village. Unfortunately, the footprints we were following end here. I don't know where we should go next. It seems we were only a moment away from catching all the treasure hoarders. Aww. Kuching. Thank you. Master Qingce, I'll leave Qingce village under your watch. Most assuredly, Lady Kuching. It's fortunate our paths crossed with those two. It's so cool to fight for justice! The thieves who stole the fireworks haven't revealed themselves yet. I'll go have a look around. Traveler, please go take a rest in Qingce village. I've troubled you enough already. I can handle the rest of this matter myself. Kuching, are you planning to look for clues all by yourself? Somehow that doesn't sound like a very good idea. Oh, wait! You're in the league with Qixing. Why don't you ask some of your subordinates to help? At least it'll be safer than investigating on your own. Yes, I agree, but we are short-handed at the moment. I can handle these trivial matters myself. The fireworks that were transported to Qingce village were quite bulky. They couldn't have gone far. Way I see it, if they were clever enough, they would conceal the stolen goods somewhere and then come pick them up later. All I have to do is find out where they hid the fireworks and then return to the location with reinforcements. Don't worry. I am not reckless, and I won't carelessly alert the thieves. You can certainly trust me by now. Well, when you put it that way... It's settled then. Traveler, Paimon, please go get some rest. I'll go find you in Qingce village when I'm done. Holla. Das war also die Quest, meine Freunde. Jetzt können wir nur noch eins machen. Und zwar... Das ist jetzt verfügbar, ne? Ja, Teil 2. Nach 3 Tagen, Leute. So gesehen nach 4 Tagen. Ihr müsst überlegen, das ist jetzt gerade noch der 4. Tag. Und jetzt kommt erst dann der 3. Das ist bitter. Aber 2-mal. Na komm, mach mal. Das können wir noch machen. Das können wir noch machen. Ein bisschen Event spielen. Schaut er nicht. Wir haben es ja jetzt teilweise verstanden, wie das hier funktioniert. Uff.
Das war zu viel. Yep. Schmerzen beenden. Nein, 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 nein. Gleich nochmal, Alter. Okay, das war ein bisschen verkackt. Machen wir mal das hier. Und jetzt machen wir mal das. Natürlich. Perfekt. Boah, genau noch in der Linie, Leute. Das war close. Okay, das wird drüber gehen. Oh, doch nicht. Glück gehabt. Krass. Oha, das ist viel. Dann nehmen wir das hier. Boah, das ist verdammt viel. Perfekt. Und das letzte, das sind ja auch nochmal ganz viele. Ausdauer unzureichend. Oh, wir können es einmal machen. Auch Ausdauer unzureichend. Wieso? Warum? Wir haben keine Ausdauer mehr. Ja, okay. Naja, nächste. Perfekte Qualität, ja. Okay, wir müssen jetzt überlegen, Leute, wie wir es mit der Ausdauer machen, ne? Neu. Die Feuerkopfschmerzen wird moderat verringert. Die Feuerkopfschmerzen wird moderat erhöht. Nehmen wir mal die 14. Perfekt. Wir müssen also jetzt überlegen, wie wir das machen, ne? Dann nehmen wir die 10. Sind wir drüber? Sehr schön. Sehr gut gemacht. Ah, warte mal. Man kann es verringern. Okay, hat nichts gebracht. Oha. So. Nice. Das könnte knapp werden. Maybe reicht es. Perfekt. Nicht beste Qualität, aber damit haben wir es geschafft, Leute. Ich glaube, das müsste reichen, um das alles zu aktivieren. Nee, nicht ganz. Nur bei denen. Schade. Nicht alles erreicht, aber ist nicht schlimm. Da ist es nur das hier. Hauptsache, wir haben die hier bekommen. Die grünen hier. Das ist das Wichtigste. Dann zeig mal her. Was hast du denn noch in Aktionshändler für uns da noch zur Verfügung? Feuerwerkskörper. Nehmen wir erstmal unsere Kristalle, Leute. So, damit wäre das fertig. Sind nur noch das hier? Oh, wir haben auch davon noch 400, sehr schön. Und da ist das letzte. Und ich wette darauf, Leute, das ist der Boss. Also das ist die Rächerin wahrscheinlich. Die leider erst in 3 Tagen verfügbar sein wird. In 3 Tagen. Wir haben beides abgeschlossen. Aber wir können ihr Kleid nicht nehmen. Oh, bitter, weil es diesen Boss noch nicht gibt. Oh, ist das bitter, Leute. Ist das bitter. Aber die können wir jetzt auch sparen. Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kann man noch ein bisschen Dungeon machen wahrscheinlich. Oder machen wir ein bisschen Boss? Ich weiß gar nicht. Was nehmen wir? Wir wollen ja sowieso ein bisschen auch die gute Ningguang ein bisschen leveln. Wir sollen ein gutes Set finden. Ja, Leute, ich bin ja gerade gerade zwischendurch noch auf der Arbeit die ganzen Charaktere machen. Oder alles arbeiten. Und immer so weiter. So. Ja, Leute, ihr seht, meine ganzen Ziehungen sind alle weg. Ist vorbei. Das war's. Okay, man kann es probieren. Man kann es probieren. Ich probiere es einfach mal. Feuer, Wasser, Eis. Wir haben kein Geo, aber eigentlich müsste das alles, was da sind, perfekt reichen. Da können wir auch jetzt ein bisschen die gute Ganjo mal ein bisschen probieren. Weil so gesehen habe ich sie noch gar nicht richtig eingesetzt bei den Kämpfen und so alles. Ja, kein Songlishi, merke ich gerade, lol. Okay. Stimmt ja. Illusion shift.
Ja, wir müssen den zuerst ausschalten hier. Ah. We're waiting. Illusion shattered. Now you shall perish. So. For Rex Lapis. Autsch. So geht es natürlich eigentlich auch. Aber ich muss ehrlich zugeben, es dauert länger. Es dauert viel, viel länger, Leute. What the fuck, ich sehe gerade, das Ganze echt wenig Leben. Echt wenig Leben hat, Alter. Nur 1,5. Weil meiner Raiden hat zum Beispiel hat ganze 6k mehr als sie. Von Kokumi brauchen wir gar nicht reden. Die hat übelst viel. Das ist so, Leute. Kokumi. Brauche ich gar nichts sagen. Ho. Leute, ich habe eine geile Feder gefunden für Euler. Ist das mal okay? Ist okay. Ist okay. Die Euler ist, die Feder ist okay. Dauert jetzt länger ein bisschen. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber wir müssen zuerst den Feuerheini da ausschalten. Danach können wir uns um den Wasserheini und den Eisheini da kümmern. Weil der Feuerheini ist das nervigste von allen. Shine down. No touching. Wingblade. There is no escape. Das wollte ich jetzt nicht. Ah. I'm just way out of time. Ach du Scheiße. Lässt sie mal bitte meine Ganze am Leben. Alter. We're way behind schedule. Access denied. Nervensäge, ey. Next on the agenda. Shine down. Inazuma shines eternal. So, jetzt nur noch du. Und dann ist vorbei. Wingblade. Illusion shattered. Be gone. Wir greifen so langsam an, Alter, weil wir eingefroren sind, ey. Holy shit. Es ist auf jeden Fall aufwendiger, Leute. Ohne das Zhongli-Schild ist es definitiv aufwendiger. Aber es ist auch interessanter, muss ich ehrlich zugeben. Man muss ein bisschen mehr lernen zu dodgen, alles andere. Ich musste fast nie dodgen. Nie. Das wusste ich fast gar nicht. Wegen des Zhongli-Schild einfach. Man muss halt ein bisschen auch... Tja. Man muss halt auch ein bisschen mal was machen, ne? So. So. Next on the agenda. This is long overdue. Wingblade. Torn to oblivion. Ah. Wo ist der? Da. No touching. There is no escape. Boah. Erase Boah, all. Alter. Let's move out. Dieser Eismager geht mir so auf die Eier. Das ist echt unnormal.
Illusion shot. So, du einfach nicht. Danke. Und du jetzt bitte mal. Du nervst auch mehr. There is no escape. Meine Wayne. Oh mein Gott, meine Wayne. The thunder falls silent. Digga. Die sind ja so nervig, ey. Allow me. Illusion shattered. Das ist ja meine Rache, weißt du das? Das ist ja meine Rache, weil du meine Wayne gekillt hast. Jetzt hat sie dich gekillt. Alter Schwede, es ist wirklich holy moly. Es ist anstrengend. Es ist wirklich sehr anstrengend. Ha. Kryo-Schaden, Leute. Aber leider mit irgendwie... Okay. Schade. Sowas wäre nice gewesen. Weil da hätte ich noch mehr Kryo-Schaden für Ganjo holen können, Leute. Also Kryo-Schaden hat sie ja, aber mit mehr kritischen Schaden hätte ich einen weiteren Versuch mit ihr. Schade, schade. Hat nicht funktioniert. Leider. Aber das Ding ist geil. Holy shit. Nicht übel. Na gut, meine Freunde. Ich würde sagen, damit verkürzen wir jetzt im Sinne der Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's dann von mir. Und ja... Wir sehen uns damit in der nächsten Folge. Haut da rein, euer Marschu. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.